Ich bin Linda Ich bin Simon. und wir studieren Sport and Exercise Science. Ich würde sagen, wir sind sportaffine Studierende, die eigentlich alle Facetten von Bewegung und Sport untersuchen. Und das mit den neuesten Methodiken und Technologien. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es für uns alle relevant ist. Sport und Bewegung eigentlich für die gesamte Gesellschaft, also jung bis alt, in der Prävention, Rehabilitation, im Alltag, eigentlich immer. Also auf jeden Fall, dass man so das gesamte Spektrum anbietet, von dem vielleicht Patienten nach dem Schlaganfall, dass der wieder die Bewegungen lernt, aber auch bis hin zum Olympiasieger oder der Olympiasieger werden will, dass er die letzten Prozent rausholt. Da decken wir quasi das gesamte Spektrum ab und auch dann auch auf verschiedensten Teilbereichen, eben von beispielsweise rein von der Bewegungswissenschaft, aber auch bis hin, wie kann ich besser trainieren, was sind die kleinen Quäntchen, die mir fehlen, um da am Ende dann auch den maximalen Erfolg zu holen. Das, was Simon jetzt gesagt hat, waren eigentlich nur so ein paar Beispiele und wir decken da wirklich von Ernährung über Psychologie, über die Bewegungswissenschaften einfach das gesamte Feld um Sport und Ernährung ab. Also grundsätzlich ist bei uns alles immer sehr eng verknüpft von einerseits den theoretischen Inhalten, die wir in der Vorlesung vermittelt bekommen und dann aber ganz viel Praxis auch. Also wir sind ganz viel in den Laboren und da ist es dann unterschiedlich. Also wir decken sämtliche Facetten ab, die auch im Endeffekt auch für den Leistungssport wichtig sind, aber auch jetzt für den in Anführungsstrichen Normalo, alles was er braucht. Und das fängt dann an, wir machen viel biomechanische Diagnostik, schauen uns die Kräfte, schauen uns die Muskelaktivierungen an, sind auch in der Bewegungswissenschaft viel aktiv, wie schauen die Bewegungen aus. Da können wir auch mit sehr fortgeschrittenen Methoden hier am TUM Campus arbeiten. Aber dann gibt es auch noch den Bereich der Leistungsphysiologie, das auch noch ein großer Stellenwert bei uns einnimmt. Genau, oder auch Psychologie und Ernährung und wir sind eigentlich überall sehr viel in der Anwendung, in den Experimenten, arbeiten wirklich mit den verschiedenen Messmethoden. Also der Hauptfokus in den verschiedenen Bereichen ist dann schon, dass wir in die Labore gehen, dass wir das selber anwenden, dass wir uns Fragestellungen überlegen oder auch schon ein bisschen bekanntere Fragestellungen nehmen und daran die Methodik üben, dass wir selber in der Lage sind, auch in Bereichen eben Psychologie, Ernährung, Leistungsphysiologie, Biomechanik auch eigenständig dann wissenschaftliche Fragen selbstständig erarbeiten können. Ja, also jetzt gerade sind wir in unserem Präventionszentrum im Labor auch tatsächlich. Also hier haben wir jetzt gerade eine Langhaltestange oder hinter uns auch Fahrräder, aber das sind jetzt alles Geräte, die wir hier zur Diagnostik und für Testungen eigentlich hernehmen. Und grundsätzlich befinden wir uns jetzt hier im Norden von München, hier im Olympiapark. Und auch auf dem Gelände, tatsächlich auch in Erbe der Olympischen Spiele, dürfen wir jetzt hier in unserem schönen Neubau studieren. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Also wir sind natürlich alle sportbegeistert und es hilft auch, wenn man sportaffin ist, aber es ist auf jeden Fall keine Grundvoraussetzung. Uns geht es ja darum, unsere Methoden, die wir erlernen, in die Sportpraxis anzuwenden. Und das kann dann im Labor sein, das kann draußen im Feld sein, aber wir machen auf gar keinen Fall dauerhaft Sport. Wir sind bestimmt alle gern sportlich gekleidet, aber wir sind primär Wissenschaftler und dann erst Sportler. Genau, und wir haben auch alle verschiedene sportliche Hintergründe. Also die einen kommen mehr aus dem Ausdauersport, die anderen mehr aus dem Kraftsport oder nochmal aus ganz anderen Richtungen, aber das vereinen wir hier einfach alle. Nee, also das würde ich sagen, ist eine Möglichkeit, aber eben eine von unfassbar vielen Möglichkeiten, die wir einfach umsetzen können. Also ich schon mal nicht. Ja, ich auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall Spaß an allen Sportarten, wir probieren das gerne. Der eine kann das eine besser, der andere das andere. Und selbst wenn wir es nicht können, haben wir zusammen Spaß, das zu machen. Aber es ist nicht der Fokus des Studiums. Also das ist dann die Freizeit und im Studium geht es nicht darum. Wir sind einfach ein kleiner Studiengang, wir sind um die 30 Leute und dadurch ist es eine schöne Community, weil man so sich mit jedem gut unterhalten kann, weil man jeden kennt auch einfach. Und es ist dann nicht nur unter den Studierenden, sondern da wir eben so eine kleine Gruppe sind, ist man auch erreichbar, gute Verbindung auch zu den Dozierenden. Dazu kann man noch sagen, dass es auch einfach, dadurch, dass unser Studiengang englischsprachig ist, sind wir einfach eine ganz bunt gemischte Gruppe, weil auch einige Internationals dabei sind und ich finde, das mischt so eine Gruppe auch einfach nochmal mehr auf. Also ich selbst komme tatsächlich wie der Großteil aus dem Bereich der Sportwissenschaft. Man kann aber auch sagen, dass wenn man sich vorher mit Ernährung beschäftigt hat, in den Naturwissenschaften aktiv war oder vielleicht auch Medizin studiert hat, ist man auch super vorbereitet, um dann hier den Master zu machen. Man kann aber auch aus ganz anderen Bereichen kommen, also das geht auch und man kann da super starten. Genau, ich bin zum Beispiel mit dem Physiotherapie-Background in den Master gestartet und das hat auch gut funktioniert.
Also wir haben hier keinen praktischen Aufnahmetest, also unsere körperliche Leistungsfähigkeit wird nicht abgefragt. Wir haben dafür einen theoretischen Aufnahmetest. Da wird eben das Grundwissen aus den verschiedenen Bereichen, beispielsweise eben Biomechanik, Leistungsphysiologie und so weiter, das wird da abgefragt, dass man das gewisse Grundwissen eben voraussetzen kann. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr große Affinität zum Sport. Wir sind hier alle Sportfans und wir beschäftigen uns sehr, sehr gerne damit. Von daher, die Liebe zum Sport muss da sein. Und nochmal zum Studium, da gehört natürlich ein hohes Maß an Strukturiertheit dazu, da gehört ein hohes Maß an Eigeninitiative dazu, um eben die Aufgaben, die wir hier gestellt bekommen, auch gut zu bewältigen. Also ich fand das Coole, dass es hier ein gutes internationales Netzwerk gibt und das uns Studierenden einfach super viele Möglichkeiten bietet. Und dazu sind wir hier am Standort München selber an einem wirklich tollen Ort. Wir sind jetzt hier auch im Präventionszentrum. Da haben wir die Möglichkeit, auch ganz einfach an zum Beispiel Messequipment zu kommen, dass wir selber das anwenden können. Und das ist auf jeden Fall eine sehr besondere Sache. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr breit aufgestellt. Man kann in der Wissenschaft selber bleiben, das kann ich mir zum Beispiel aktuell auch sehr gut vorstellen. Man kann aber auch in die Sporttechnologie gehen, in die Materialentwicklung, man kann in die Sportinformatik gehen, aber dann auch die anderen Bereiche, Ernährung, Psychologie und so weiter, die kann man gut abdecken. Und es gibt auch noch andere Bereiche, die dann auch noch interessant sein können. Genau, und gerade wenn es einem mehr Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, dann eben mehr im Coaching-Bereich bleiben, ist genauso gut eine Option. Und ja, es gibt so viele Nischen, da kann man einfach auch ein bisschen das auf sich zukommen lassen und schauen, was sich ergibt. Und man kann auch diese analytischen Fähigkeiten, die wir hier im Studium auch mit erlernen, die kann man auch mal übertragen vom Sport weg, vielleicht in andere Wirtschaftsbereiche. Da ist man auch dann eben sehr, sehr gut ausgebildet, weil man diese Fähigkeit hat, an Probleme heranzugehen und die zu lösen. Man sagt ja jetzt nicht selber, oh, wir sind cool, weil wir Sport studieren. Vielleicht eher so, wir könnten höchstens sagen, weil das ist ganz cool hier bei uns am Campus, weil ja alle mit Sport was zu tun haben und es sind nur Sport- und Gesundheitsstudiengänge und dadurch ist hier einfach ein sehr lockerer Umgang, ein schönes Umfeld. Man könnte gefühlt mit jedem, der hier auf dem Campus rumläuft, sich unterhalten, weil in so einer Sportler-Bubble sind immer alle sehr, sehr offen und locker drauf. Das ist eigentlich ganz cool. Also das kann ich genauso unterschreiben.